0, 1. Let's get started. Why is stopping me? Yeah, the way that we move too quick, yeah, just can't keep up. Try to break us down, but we stay on top and push it higher. Push it to the limit, bring the fire. Das war der Tanz, den ich euch heute zeigen will. Denn in diesem 100-Abo-Special-Video nehme ich euch mit und zeige, wo ich Videos aufnehme, wie ich Tänze lerne, wie mein Aufnahmesetup bisher ist und von meinem bisher schlimmsten Dreh. Am Ende gibt es sogar noch exklusive Outtakes von diesem 100-Abo-Special-Video. Und jetzt viel Spaß mit dem Video, let's go! Das war der Flur, in dem ich früher immer meine Videos aufgenommen habe. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. Wie lerne ich einen Tanz? Ich starte immer damit, mir das Video sehr oft anzuschauen und zu analysieren. Zum Beispiel, wiederholen sich Sachen im Tanz, gibt es besonders einfache oder schwere Moves und die schaue ich mir halt besonders an und übe die schon mal so ein bisschen. Und tanze während des ganzen Tanzes immer so ein bisschen so grob mit, weil manchmal merkt man sich Schritte und manchmal auch nicht. Im zweiten Schritt konzentriere ich mich erstmal auf den Oberkörper. Die Beine lasse ich dann noch weg. Und seit kurzem füge ich auch Mimik hinzu, also Gesichtsausdruck. Weil ich habe gemerkt, dass es sich lohnt, wenn man schon früh damit startet, weil hinterher kann man zwar immer noch versuchen, aber ich bin dann nicht mehr so gut. Als dritten Schritt kommen wie erwartet die Beine. Ich lerne die Beine genauso wie die Arme. Immer so ein bisschen Schritt für Schritt und mal auch in einem langsamen Tempo und mal auch in einem schnelleren. Einfach, dass ich die auch drauf habe. Und das war es eigentlich schon. Man kann jetzt auch einen vierten Schritt hinzufügen, aber das wäre dann einfach nur üben und genauer werden. Und genau, so lerne ich einen Tanz und weiter geht's. Ich finde die Videoideen auf TikTok und das auf zwei verschiedene Art und Weisen. Einmal über die For You-Page, wo mir zufällig Videos vorgeschlagen werden, und über Personen, denen ich folge. Selten werden es mir auch von Bekannten vorgeschlagen, aber das passiert nur selten, und falls ihr eine coole Videoidee habt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben oder auf Instagram eine DM schreiben. Also kommen wir nun zu meinem bisher schlimmsten Dreh. Der war in den Ferien. Ich wollte mal mit einer Drohne auf einem Berg aufnehmen. Und ja genau, dort bin ich dann hingegangen. Also zu Fuß war nicht so viel, aber man musste halt diesen Berg hochgehen. Und da bin ich mit folgendem Equipment hochgegangen. Das erste war natürlich die Drohne an sich, weil damit wollte ich ja filmen. Das zweite waren die AirPods, mit denen ich die Musik höre. Das dritte war natürlich mein Handy, damit ich die Drohne auch steuern kann. Das vierte war mein iPad, womit ich die Musik auf meine AirPods übertrage. Also bin ich mit diesen 4 Sachen hoch auf den Berg gegangen und dort gab es dann mehrere Probleme. Das erste Problem war zu hohes Gras. Und zwar, ich hatte nämlich vergessen, irgendwie so eine kleine Matte mitzunehmen, wo ich die Drohne aufstellen kann, damit die Drohne sich nicht im Gras verfängt, weil es war schon relativ hohes Gras. Also das war das erste Problem. Das habe ich aber dann ziemlich schnell gelöst
indem ich einfach so einen Karton genommen habe, den ich noch dabei hatte in meinem Rucksack, wo ich dann die Drohne einfach drauf starten gelassen habe. Dort hat es dann auch funktioniert. Währenddessen hatte ich im Hintergrund auch Publikum, also sozusagen die Leute, die halt einfach auf den Berg gegangen sind und keine Ahnung, dort eine Wanderung gemacht haben und so. Die waren dann auch im Hintergrund, weil ich war nicht direkt so auf der Spitze oder so, sondern ich war so nicht am Abhang, aber so halt dort, wo man dann auch im Winter immer Schlitten fährt. So dort wollte ich dann aufnehmen. Und das heißt, ich hatte da auch einfach noch sozusagen Publikum im Hintergrund, was dann natürlich auch gestresst hat, ein bisschen. Aber das war nicht so schlimm, das konnte man einfach überdecken. Aber das nächste Problem war, dass ich habe dann angefangen, habe die Drohne gestartet, alles war gut. Nur plötzlich ist mir bei einer Bewegung mein AirPod aus meinem Ohr gefallen. Und das ist natürlich richtig doof, weil, wie ich gerade erzählt habe, dort war relativ hohes Gras und dann fällt der AirPod da weg. Ich habe mir übrigens auch abgespeichert, wo mir mein AirPod rausgeflogen ist. Das könnt ihr jetzt sehen. Direkt zurückgegangen, habe alles wieder mal hingestellt, also sozusagen meine Drohne wieder gelandet und alles. Und dann habe ich mein Handy geschnappt und habe direkt auf wo ist nach meinem AirPod gesucht. Und das Problem war, der hatte so eine Geräuschfunktion, dass man den so anbimmeln kann. Aber als ich dann überall rübergegangen bin, es hat auch gebimmelt, aber da es auch sehr viel gewindet hat, habe ich dieses Bimmeln von überall her gehört. Und das war natürlich dann auch nicht so gut, weil es hat zwar gebimmelt, aber es war halt überall. Der Wind hatte auch ein anderes Problem, und zwar, dass mir dann auch relativ kalt wurde. Eigentlich war es ein warmer Tag, aber ich hatte damit nicht gerechnet, dass es dort oben auf dem Berg halt so windig ist. Und deswegen war ich halt dann nur mit dem T-Shirt und mir wurde relativ schnell kühl. Ich habe dann meinem Vater Bescheid gesagt, der hat direkt geschrieben, oh scheiße, und kommt direkt hoch. Ich habe natürlich dann die ganze Zeit weitergesucht, aber wenn man sich so vorstellt, wie es wohl für dieses Publikum, was ich da oben hatte, so aussieht, nehme ich das mit einer Drohne so einen Tanz auf und dann plötzlich lasse ich sie landen und wischel da die ganze Zeit im Gras herum. Ich glaube, das müsste auch komisch ausgesehen haben. Aber dann, als er auf dem Weg war und schon fast da war, habe ich dann endlich mein AirPod wieder gefunden. Ich war voll zufrieden, aber ist er dann schon losgefahren, hatte mir noch eine Jacke mitgebracht, weil ich ihm geschrieben habe, dass es schon sehr frisch ist. Und naja, dann war er halt da, habe ich aufgewärmt mit meiner Jacke und dann habe ich nochmal aufgenommen. Nur diesmal halt ohne AirPods, weil ich mir gedacht habe, nee, also die will ich jetzt nicht nochmal suchen. Mein Vater stand währenddessen an der Ecke und hat das sozusagen alles beobachtet, wie ich das gemacht habe. Nur das Problem, ich habe dann halt mein iPad auf ganz laut geschaltet. Nur da ich dann halt schon etwas entfernt bin, weil ich nicht wollte, dass einfach alles drauf ist, habe ich dann halt irgendwann die Musik während des Tanzes nicht mehr gehört. Und bin dann leider auch irgendwann aus dem Takt gegangen. Oder geraten, besser gesagt. Naja, irgendwann war es meinem Vater zu langweilig und er ist wieder runtergegangen. Und ich wollte dann eigentlich noch, glaube ich, 1 oder 2 Mal aufnehmen. Und das Problem, als er dann auch weg war, hat meine Drohne gestreikt, weil, naja, sie war schon sehr lange in der Luft und die ganze Zeit hin und her. Der Akku war alle. Also musste ich das dann abbrechen, alles landen, alles wieder einpacken und runtergehen, ohne auch nur einen fertigen Shot zu haben. Am nächsten Tag habe ich dann auf einem Parkplatz aufgenommen, weil ich wollte nicht wieder da hoch auf den Berg, das war mir dann so umständlich. Und habe dann dort halt aufgenommen. Es war sehr heiß, ich hatte einen Pulli an, weil, naja, es sah irgendwie cool aus, ich hatte den gerade neu, also wollte ich den machen, aber es ist halt so die Sonne geschienen und alles, dass mir richtig schnell heiß wurde. Und dann hatte ich aufgenommen, bin nach Hause gegangen und dachte, ach, jetzt habe ich es endlich geschafft. Und dann schaue ich mir so das Video an, plötzlich fällt mir ein, oh nein, TikTok ist ja im Hochformat. Womit habe ich denn aufgenommen? Im Querformat. Ich wollte jetzt kein Querformat-Video mehr haben. Also habe ich dann den Entschluss gefasst, nochmal loszugehen auf dem Parkplatz mit Pulli, Hitze, alles allem möglichen und es dann nochmal aufzunehmen. Einfach damit ich dann das im richtigen Format habe, weil meine Drohne unterstützt es auch. Währenddessen, entweder im Querformat oder Hochformat, weiß ich nicht mehr, ist mir auch nochmal einmal der AirPod runtergefallen. Dort war es natürlich nicht schlimm, weil dort war der Parkplatz, habe ich direkt wieder gesehen.
Aber ich habe dann, glaube ich, nur noch mit einem AirPod oder so aufgenommen. Also, den ich halt dann währenddessen im Ohr habe. Ja, und als ich das erledigt habe, hatte ich es dann wirklich endlich erledigt. Und ja, genau. Ich hatte bevor diesem ganzen Mein Leben ist auch schon mal ein Video aufgenommen mit dem Sound. Und genau, habe das dann einfach mittlerweile schon online gestellt. Ihr könnt es jetzt einfach auch sehen. Ich habe das euch mal hier oben verlinkt, glaube ich. Oder jetzt muss ich gerade mal aufpassen. Ja, hier oben sollte es jetzt verlinkt sein. Und genau. Jetzt, glaube ich, sollte ich euch sagen, wann dieses Video, das finale Video von dem Parkplatz sozusagen, rauskommt. Ich glaube, das blende ich euch einfach mal, keine Ahnung, wie ich gerade im Bild sitze. Ja, blende ich jetzt einfach mal hier ein. Und ja, genau. Jetzt ist es eigentlich auch schon fast geschafft. Ich würde sagen, jetzt kommen endlich die Outtakes. Also, los geht's. Das nicht einfach so plötzlich so, ups, ich habe ja auch noch Beine. Scheiße, was laber ich hier? Bis es mir, also halt, oh, Scheiße. Und wenn es einem keinen Spaß macht, sollte man auch gar damit anfangen. Eigentlich, besser gesagt, ja, wisst ihr schon. Genau das war der nehme ich euch mit und zeige, wo ich Videos aufnehme. Boah, diese Kamera ist so wird mir ganz der Tanz. Wiederholen sich Sachen im Tanz. Ach, scheiße. Das ist meine Hose, muss mal tun. So. Im zweiten Schritt konzentriere ich mich erst. Im zweiten Schritt konzentriere. Im zweiten Schritt konzentriere ich mich erstmal auf den Oberkörper. Also die Beine lasse ich erstmal dabei noch weg. Schaue ich mir den Oberkörper an. Ich lasse die Beine währenddessen irgendwann noch weg und ich lasse lange Pausen machen. Schaue ich mir den Oberkörper an. Die Beine. Das sind Beine. Den finde ich meistens auf zwei verschiedene Arten. Meine Videoideen finde ich meistens auf TikTok. Und das auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Jetzt wird es dunkel, wann wird es dunkel? Also das reicht wirklich vollkommen aus, bis reicht. Meine Videos finde ich auf TikTok. Ja, das ist mein. Und zum anderen über Personen, denen ich folge. Videoideen finde ich auf zwei verschiedene Arten und Weisen auf TikTok. Und das, ja, ich habe mich wieder versprochen. TikTok. Und das auf verschiedene. For you, Pete. Mir ist heiß. Habe ich nicht im Film? Ah, nee, nicht im Film. Ja, ich hoffe, es war gut. Mir ist so heiß. Was man halt auch sehen kann. Ja, welche denn? Die mir vorgeschlagen werden. Selten mehr als. Ich finde die. Das war's jetzt mit dem 100-Abo-Special-Video. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Jetzt könnt ihr gerne noch meine anderen Kanäle abonnieren. Also zum Beispiel Instagram, TikTok und WhatsApp. Wie das geht, einfach auch hier auf die Beschreibung klicken. Dort seht ihr dann die verschiedenen Links. Klickt ihr jetzt hier, wie zum Beispiel WhatsApp, auf den entsprechenden Link, wird kurz weitergeleitet. Klickt einfach auf Los geht's und dann seht ihr die letzten 30 Tage meines Accounts. Außer ihr abonniert natürlich direkt. Dann könnt ihr, glaube ich, auch alles sehen, soweit ich weiß. Und genau, hier seht ihr jetzt noch, falls jetzt endlich mal dieses Video, was ich ja so umständlich aufgenommen habe, falls es jetzt endlich rausgekommen ist, könnt ihr es jetzt hier anklicken. Hier seht ihr noch ein anderes Video und hier könnt ihr gerne noch meinen Kanal abonnieren. Und wenn ihr das getan habt, kommt vielleicht sogar schon später irgendwann ein nächstes Special-Video. Je nachdem, liegt an euch. Tschüss!